Ich bin Johann Wolfgang von Goethe. Ja, mein Name ist Johann Wolfgang von Goethe, Dichter. Es heißt, ich sei ein Lieblingskind der Götter und so weiter Unfug. Wirklich glücklich war ich in meinem Leben keine 4 Wochen. Und immer hoffte ich, dass noch ein paar dazukommen würden. Aber darf man mit 74 vom großen Glück träumen? Von der Liebe? Goethe hat übertrieben, als er sagte, er war nur 4 Wochen in seinem Leben glücklich. Aber er hatte es nicht so leicht. Er war einsam. Er musste einsam sein. Um es ganz simpel zu sagen, er bewegte sich auf solchen Höhen, wo es wenig Gesellschaft gibt, wo die Einsamkeit groß war. Goethe-Archiv Weimar. Im Stahlschrank lagert bis heute eine Akte, über die seinerzeit die DDR-Behörden strengstes Stillschweigen bewahrten. Die Geheimakte Goethe. Dokument einer Nacht- und Nebelaktion des Jahres 1970. Damals wurde unter größter Geheimhaltung der Leichnam Goethes aus der Gruft entfernt und in das Labor des Museums für Ur- und Frühgeschichte überführt. Die Geheimakte erzählt minutiös, was dann geschah. Die von Larven befallenen Weichteile des Leichnams wurden entfernt, die Knochen gereinigt und anschließend medizinisch untersucht. Wie gesund war Goethe? Litt er an unheilbaren Krankheiten und ließ irgendetwas auf sein besonderes Genie schließen? Die Messung des Gehirnvolumens ergibt einen Wert nur wenig oberhalb des Durchschnitts. Aber andere Auffälligkeiten verzeichnet das Untersuchungsprotokoll. Wir sehen am Schädel sehr massive Altersveränderungen. Das heißt Knochenabbau, vor allen Dingen im Bereich des Gesichts. Es ließ sich feststellen, dass Goethe nur noch Zahnstumme im Mund gehabt hat. Oben 5, unten 6 Zahnstumme. Es gab sehr massive pathologische Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule. Und zwar 8 Brustwirbel sind miteinander verwachsen. Hinzu kommt, dass auch noch so ein zuckergussartiger Überzug vorhanden ist. Die Mediziner bezeichnen das als Morbus Forestier. Das heißt, Goethe hatte nicht nur einen steifen Rücken, sondern auch Beschwerden in der Atmung. Er war ein gebrechlicher Mann. Goethes Körper ist das eine, sein Geist das andere. Bis zuletzt brennt in ihm eine Leidenschaft, die er seiner berühmtesten Bühnenfigur, dem Faust, in den Mund gelegt hat. Zwar weiß ich viel, doch möchte ich alles wissen. Spätsommer 1823. Der Mann, der blinde Kuh spielt, ist 73 Jahre alt, Geheimrat, Minister und weltberühmter Dichter. Von Alter und Tod will er nichts wissen. Die Augenbinde ist wie ein Symbol. Die Wirklichkeit will der Poet nicht sehen. Er sucht etwas Größeres. Die Liebe. Ich sehe jetzt das Glück. Bin ich wieder in Italien, sind das die Stimmen, die ich so lange vermisst habe. Wie jung ich mich jetzt fühle. Ich bin dem Mädchen so nah, ihr so nah, so ganz nah. Dem Leben. Ja. Gerade einmal 19 Jahre alt ist das Mädchen Ulrike, in dessen Nähe er wieder jung wird. Im Atem holen sind zweierlei Gnaden. Die Luft einziehen, sich irre entladen. Jenes bedrängt, dieses erfrischt. So wunderbar ist das Leben gemischt. Ja, so ist das Leben, Ulrike. Picknick mit der ganzen Familie von Levetzow. Unbeschwert und doch voller Gefahren. Die Mutter sieht Goethes Verjüngung voller Besorgnis. Ulrike mit mädchenhafter Koketterie. Für die beiden Kinder Bertha und Amelie ist alles lustiges Spiel. Für Goethe
wird es lebensgefährlicher Ernst. Sie ist mein schmaler Steg über den Abgrund des Alterns und Vergehens. Mir ist, als sei ich schon zu Lebzeiten zum Denkmal erstarrt. Aber ich will Fleisch und Blut sein. Fleisch und Blut. Goethe ist ein Alter, der vor dem Alter flieht. Das ist das Thema übrigens des Faust. Nichts anderes hat er im Faust beschrieben. Ein pensionierter Professor sagt, wozu habe ich all das gemacht? Ich will noch einmal etwas erfahren. Und er will nichts anderes erfahren als die Liebe. Weimar, 30 Jahre zuvor. Residenzstadt des Herzogtums Sachsen-Weimar, aber eigentlich nur ein hübsches Provinznest mit kaum 3000 Einwohnern. Am Frauenplan 1 residiert der Minister und Dichter Fürst Goethe. Schon seit seinem 27. Lebensjahr ist Weimar sein Zuhause, seit ihn der junge Herzog Karl August mit solchem Wohnluxus und einem Ministeramt aus Frankfurt in die Provinz lockte. In dieser musischen Welt voller Behaglichkeit ist Goethe der eigentliche Herrscher, ihr geistiger Mittelpunkt, Magnet für andere Dichter und Denker. Mit ihm wird das kleine Weimar zum kulturellen Nabel Deutschlands. Seine Wohnung ist ein Abbild seiner grenzenlosen Interessen. Altertumskunde, Kunstgeschichte, Archäologie, Naturwissenschaft, Physik, Ökonomie, Bergbau und allererst Poesie. Mit allem hat sich Goethe intensiv beschäftigt. Besonders aber mit einem, mit der Liebe. Seine Beziehungen zu Frauen sind der Schlüssel zu seiner Dichtkunst und zu seinem Weltruhm. Mit diesem Taschenbuch beginnt der Aufstieg des 25-Jährigen zum Superstar, die Leiden des jungen Werther. Eine dramatische Liebesgeschichte, die mit dem Selbstmord des hoffnungslos verliebten Werther tragisch endet. Ein Kultbuch, in dem der junge Goethe seine eigene Liebespein erfolgsträchtig vermarktet. Er hat alle Farben, Facetten der Liebe gekannt und gezeigt. Die Liebe ist das eigentliche Thema in seiner Poesie, immer wieder. Die Liebe lässt Goethe die ganze Intensität des Lebens spüren, erfahren. Das ewig Weibliche zieht uns hinan, ist nicht eine Theorie und nicht eine These. Es ist nichts Abstraktes, das ist ganz und gar konkret bei Goethe. Auch noch in hohem Alter, in böhmischen Kurorten, Karlsbad, Marienbad, dort, wo Körper und Seele gesunden, wo man musiziert und tanzt, wie in jedem Jahr. Aber mittendrin, wie ein funkelnder Edelstein, Ulrike, für Goethe die Verheißung einer Wiedergeburt. Denn eben noch ist er dem Tod von der Schippe gesprungen, eine Herzbeutelentzündung hätte ihn beinahe umgebracht. Jetzt tanzt er dem Tod davon. Der wievielte Ball mag das für euch sein? Der 100., der 200. Ach, mein Herz, das wird kaum reichen. Damals in Weimar, als der Herzog und ich noch jung waren, ja, da jagte ein Ball den anderen. Auf den Bühnen der Natur und mitten im Wald spielten wir Theater nachts im Schein der Fackeln. Die Fackeln wie in einem Zigeunerlager. Oh, wie romantisch. Aber wann konntet ihr dann schreiben zwischen all dem Singen und Tanzen? Ach, mein Töchterchen, immer, wenn ich einsam war. Oh, einsam? Oh, das glaube ich nicht. Doch, doch, sehr oft, viel zu oft. Ja, lassen wir das, es ist vorbei, vorbei. Aber nein doch, lieber Geheimrat. Nichts ist vorbei. Oh, sehen Sie doch nur.